Hallo meine Lieben, ich habe schon die ersten Fragen zur neuen Cricut-Kartenmatte bekommen und deshalb hat es mich gefreut, dass ich die von Yasano zur Verfügung gestellt bekommen habe, damit ich die euch heute zeigen kann. Und da werde ich euch einiges dazu zeigen, nämlich die verschiedenen Kartengrößen, wie ihr mit der Matte arbeiten könnt im Cricut Design Space, wie ihr eigene Karten anlegen könnt. All solche Sachen werde ich euch zeigen und noch so ein paar Tipps und Tricks. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Wenn wir uns die beiden Matten mal angucken, da habt ihr die von der Cricut Joy, da habt ihr 3 Größen und die große jetzt, die 2x2, da habt ihr, ich muss das kurz abziehen, damit ihr das seht. Hier habt ihr eine Angabe von 10, 20, 30 und 40. Wenn wir das jetzt von der Größe vergleichen, ne? Ich halte die mal hier hin, dass der weiße Streifen hier abschließt. Und dann seht ihr eigentlich schon, dass es hier weitergeht. Ne? Das heißt, ich habe noch eine zusätzliche Größe. Auch von der Länge her ist die ein bisschen länger. Ne? Auch hier quasi diesen Sprung macht es nochmal, bis der weiße Bereich hier aufhört. Das heißt, ich habe neu 2 zusätzliche Größen. Und zwar, wenn ihr auf die Hilfeseite von Cricut geht, dann steht es da auch. Ne? Ich habe 5 Größen für die Karten. Das erste ist die R10. 8,9 cm x 12,4 cm, dann die R20, 10,8 cm x 14 cm, dann die R30, 11,4 cm x 15,9 cm. Das waren die es bisher in der Cricut Joy auch gab. Neu haben wir die R40 und die S40. R steht für Rectangle, also Rechteck, und S steht für Square, also viereckig. Das heißt, die R40 ist 12,1 cm x 16,8 cm und die rechteckige 40, die ist 12,1 cm x 12,1 cm. Das sind die Größen, die ihr mit dieser Kartenmatte machen könnt. Ihr habt auf der Matte 4 Felder, die ihr nutzen könnt. Es sind jeweils 2 mit so einem Schutzfilm abgedeckt. Die eine Seite ist milchig, die andere glänzend und so packt ihr das auch immer wieder auf die Matte. Wenn ihr die nicht braucht zum Nutzen, zieht ihr die einfach ab und dann geht es eigentlich am einfachsten, wenn ihr so einen Haken nehmt, wo ihr dann die Karte drunter machen könnt. Das heißt, hier drunter, hier unten klebt es nicht. Wo es klebt, ist hier drauf. Und genauso befestigen wir jeweils die Karten. Ich nehme jetzt hier schon mal die erste Karte raus. Ich habe hier schon mal eine von den größten Karten rausgenommen. Das sind eben diese 12,1 x 16,8 cm. Kann man das eben hier so ein bisschen anheben. Und da kommt jetzt die Karte rein. Und die schiebt ihr dann ganz rüber, sodass sie oben ganz anliegt und hier drüben ganz anliegt. Und dann könnt ihr die einfach runterstreichen. Am Anfang, wenn sie noch eine hohe Klebekraft habt, reicht es eigentlich. Wenn sie dann nicht mehr so gut klebt, dann würde ich da kurz mit dem Roller drüber, damit das wirklich gut drauf haftet. Zum Runterlösen, wenn ihr das Ganze dann gedruckt habt oder geschnitten habt, hilft es, wenn ihr da ganz vorsichtig drunter geht und einfach das mit diesem Tool hier quasi wieder von dieser klebenden Matte runterlöst. Schön vorsichtig, dann kann man das wieder runternehmen. Wenn ihr was schreiben wollt, dann könnt ihr es so machen, dass ihr es einfach einmal in die andere Richtung faltet, weil dann ist das hier eure Innenseite, dann könnt ihr die so reinschieben. Cricut schreibt, dass ihr pro Feld 20 Karten machen könnt. Ich weiß nicht so genau, warum sie das sagen, ob dann die Klebekraft verloren geht. Ich finde es ein bisschen wenig, ganz ehrlich gesagt. Pro Feld nur 20 Karten, das heißt, ich kann mit dieser Matte 80 Karten machen und dann soll fertig sein. Aber
Ich denke mal, also ich werde es mir dann angucken und euch das auf jeden Fall auch zeigen, wenn es dann soweit ist. Aber ich denke, die kann man dann durchaus wieder auffrischen, weil ich kann mir vorstellen, dass es wirklich nur um die Klebekraft geht und die kann man ja bei den Matten wieder auffrischen. Von dem her gucken wir uns das dann an, wenn es soweit ist. So, jetzt lege ich hier kurz den Schutzfilm wieder drauf. Glänzende Seite unten. Von den Karten her werde ich heute mit diesen dreien arbeiten. Und zwar haben wir da, nehmen wir die kleinste, das sind Cutaway Cards. Das ist eine spezielle Form, die werde ich euch wirklich im Detail dann erklären. Und hier steht dann auch drauf, ne, das ist eine R10 und dann auch die Größe 8,9 cm x 12,4 cm. Das ist das eine, was ich heute nutzen werde. Dann habe ich die quadratischen, das ist eben die S40, das neue Format. Das ist 12,1 cm x 12,1 cm. Und das hier sind Insert Cards. Wenn ihr den Unterschied nicht kennt, ihr seht es dann im Video drin, erkläre ich das wirklich, wie ihr die anwendet. Und dann habe ich noch eine dritte Variante und das sind auch die großen, auch die R40. Also hier S40, Square, ne, quadratisch, hier rechteckig, aber auch die 40er und die ist eben 12,1 cm x 16,8 cm. Und das hier ist ein Paket, wo ich Einlegekarte für den Folientransfer habe. Auch das gucken wir uns an. Vielleicht zum Folientransfer, ich nehme es schon vorne weg. Ihr könnt mit dem iPad arbeiten für die Karten mit der Kartenmatte. Nur wenn ihr foilieren wollt bei den Karten, das funktioniert mit der Matte nicht auf dem iPad oder noch nicht, muss ich sehr wahrscheinlich sagen. Deshalb werde ich das Ganze auf dem Desktop vorbereiten und dann daraus schneiden. Wir starten jetzt auch schon mal mit dem ersten Design und da nehmen wir was Einfaches, nämlich eine Einlegekarte und zwar aus den Projekten raus. Da gehe ich jetzt einfach mal hin und sage Einlegekarte. Und dann seht ihr, dass ihr in den Cricut-Projekten 2480 Projekte habt. Also da solltet ihr definitiv was finden. Ich gehe jetzt mal auf alle ansehen und weil ich die quadratische verwende, suche ich nach Designs, die quadratisch sind. Und eben für die Einlegekarten und nicht für die Klebekarten. Ich kann es auch noch ein bisschen eingrenzen und sagen Birthday. Und ich suche mir jetzt extra ein Design, wo ich einerseits schneiden werde, das heißt eine Einlegekarte mit Schneiden, aber dann auch zeichnen, damit wir da auch das zusammen mit einem Stift verwenden können. Ich glaube, ich habe eine gefunden, die mir gefällt. Das ist gar nicht so einfach, ich sage es euch, das hat so viel zur Auswahl. Ich nehme hier dieses Have a Magical Birthday Card. Klicke ich drauf. Was ihr jetzt merkt, ist, dass hier unten nicht mehr das Anpassen ist, wie das vorher jeweils der Fall war, sondern nur noch ein Herstellen. Das heißt, wenn ihr jeweils diese Kartenvorlagen verwendet habt, um das ohne Kartenmatte solche Karten zu machen, dann ist es nicht mehr möglich, aber ich zeige euch nachher noch, wie ihr es trotzdem machen könnt. Jetzt, was ich hier noch auswählen muss, ist die Größe. Da die Squares nur als S40 zur Verfügung stehen, steht nur das zur Auswahl. Bei den rechteckigen, da habt ihr jeweils noch mehr zur Auswahl. Ich zeige euch das kurz, damit ihr das auch seht. Na, hier. Oh ne, das ist eine, die tatsächlich noch nach alt geht. Hier habt ihr noch ein Anpassen. Also geht es tatsächlich, also es hat so ein bisschen einen Mix von wegen neuere Karten, ältere Karten. Müsst ihr jeweils so ein bisschen gucken. Das ist jetzt wieder eine, die nur herstellen ist. Und hier seht ihr jetzt, dass es von R10 bis R40 geht. Das heißt, ihr müsst hier festlegen, in welcher Größe ihr die Karte machen wollt. Ich gehe jetzt wieder zurück auf die ich haben wollte, nämlich die hier. Und sage Herstellen. Und jetzt wird die auf der Matte im ersten Feld platziert. Ihr könnt die auch verschieben, ne? Wenn ihr
weil ich habe gesagt, man kann nur 20 Karten quasi pro Feld machen. Und ihr könnt da eine gleichmäßige Nutzung erreichen, wenn ihr jeweils ein anderes Feld verwendet. Oder ihr könntet natürlich auch gleich 4 Karten auf einmal machen. Ne? Also wenn ich hier in der Zahl hochgehe, sage anwenden, müssen wir nochmal auf die Square gehen. Und dann seht ihr, dass ich auf allen 4 Karten das gleiche Design habe. Ich habe in meiner Box drin 3 Karten, 3 verschiedene Karten, von dem her, upsie, nicht 5, sondern 3. Das heißt, ich werde hier die 3 verwenden. Und da sagt er auch, ne, zuerst Stift und dann einfacher Schnitt. Genau das machen wir. Das heißt, ich gehe hier auf Weiter. Dann gehe ich hier auf alle Materialien durchstöbern und gehe auf Farbkarton. Hier. Und dann haben wir hier unten eben diese Insert Card Karte einfügen. Dann nehme ich den hier. Sage fertig. Dann sagt er mir, ich soll die Rollen in die Mitte verschieben. Druck lasse ich jetzt mal auf Standard, dann sagt er zuerst den Stift laden, dann die Feinschnittklinge laden und dann die Matte laden. Genau das mache ich jetzt alles. Dann nehme ich hier aus meinem Paket raus schon die Einlegekarten, die Karten selber, gibt es hier in 3 Farben und die Umschläge. Dann ziehe ich hier die Schutzfolien ab. Dann nehme ich meine Karten und jetzt hebe ich eben hier kurz das Plastik an, damit ich die Karte drunter schieben kann. Und die eben schön oben anliegend und hier schön an der Kante anliegend. Und so lege ich die drauf. Und das mache ich in allen 3 Feldern. Ihr müsst euch natürlich dann merken, ne, in welchem Feld habt ihr das angegeben zum Schneiden. Ich hatte die ersten 3 Felder. So, dann sind die Karten auch schon richtig drauf. Und jetzt muss ich beim Maker einerseits den Stift einlegen. Und das Schneidemesser ist schon drin. Kurz gucken, dass das wirklich gut drinnen liegt. Und dass es schön unten anliegt. So, dann eben diese weißen Räder, die müssen in die Mitte. Und ich habe sie übrigens vergessen zu sagen. Also ich arbeite hier mit dem Maker. Ich habe nicht den Dreier, aber das funktioniert mit beiden. Plus auch mit den Explore-Maschinen. Und wenn ihr eine Explore-Maschine habt, dann kann es jeweils sein, der Schlitten ist da ein bisschen größer. Aber den könnt ihr einfach auf die Seite schieben bei der Explore, damit ihr Zugriff auf diese Rädchen habt. Jetzt seht ihr es noch nicht ganz in der Mitte. Es muss hier sein. Da schiebe ich die noch ein bisschen rüber, weil wenn ihr die hier lasst, dann habt ihr dann die Zeichen von den Rädchen auf euren Karten. Das wollt ihr natürlich nicht. Und die Karte könnt ihr auch nur in eine Richtung einziehen. Das heißt, hier wo oben dieses Loch ist, das ist oben, ihr seht es auch am Schriftzug, ne, so muss die rein. Und jetzt kann ich eigentlich schon sagen, Karte einziehen oder Matte einziehen. Und wenn er blinkt, kann ich sagen, loslegen. Und der wird jetzt zuerst das Zeichnen auf allen Karten und dann schneiden. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me. Wenn er fertig ist, sagt er euch das, dann könnt ihr die Matte rausnehmen. Dann auch den Stift und den Deckel da wieder drauf machen, damit der nicht austrocknet. So, und jetzt können wir vorsichtig die Karten lösen von der Matte. And I lose my words.
Einfach so, dass euch da nichts reißt und sich die Karte möglichst nicht verbiegt. Ne? Simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break. So. Und den Rest könnt ihr einfach von der Matte runterschieben. Am besten einfach in eine Richtung, entweder nach oben oder nach unten. So. Das mache ich jetzt auch noch mit den restlichen Karten. Wenn die Matte noch neu ist, braucht das jeweils noch ein bisschen mehr Feingefühl. Könnt ihr die Resten, die jetzt noch dran hängen, könnt ihr auch rauslösen. So, die filigranen Teile sind alle draußen. Dann habe ich Konfetti. Und jetzt kann ich die Insert-Karten reinmachen. Finde ich nur so, es hat fast so ein bisschen holographischen Effekt. Und hier müsst ihr teilweise vorsichtig sein. Ne? Ihr seht jetzt vielleicht hier oben, hier hat es einen größeren Abstand als oben an der Karte. Das heißt, wäre jetzt schöner gewesen, wenn das mittig wäre, aber ist soweit ist so. Was ich persönlich bei den Insert-Karten jeweils mache, weil ich es einfach schöner finde, ist kurz die Ecken abzurunden. So, dann können wir die hier schon in die Karte reinmachen. So, und so einfach und schnell haben wir eigentlich schon diese 3 Karten erstellt. Und hier vom Design her, warum habe ich das genommen? Das ist eins, was gemacht ist für die Insert-Card. Das merkt ihr jeweils auch durch die Striche an den Rändern, um eben diese Karten reinzumachen. Aber auch vom Design her, ne? Zum Beispiel dieses Magical, wenn das nicht für diese Karten gemacht wäre, wäre es ja wahrscheinlich hier beim L, wäre das durchgehend geschnitten. Aber da wir hier diesen Innenbereich behalten wollen, wurde es quasi wie eine Schablonierschrift umgewandelt, dass das Element hier noch dran hängt. Das gleiche beim A, ne? Hier ist nicht durchgeschnitten. Beim G hier unten, das hängt alles dran. Hier unten ist der Innenteil des Bs, R, D und A nicht mehr enthalten, gleich hier oben bei den As. Aber das ist vom Design her so gewollt. Ne? Da müsst ihr einfach drauf gucken. Aber wie gesagt, so schnell habt ihr schon 3 Karten erstellt. Das waren die Einlegekarten aus den Projekten raus. Dann können wir hier auch schon wieder fertig sagen und das schließen. Jetzt gebe ich auf dem Startbildschirm die Cutaway Card ein. Heute ist Schreiben nicht mein Ding, ne? Und da habt ihr auch 2470 Projekte. Und hier will ich nicht mit einem der vorgefertigten Karten arbeiten, sondern ich will mit dem Template arbeiten. Und das habt ihr in 3 Größen. Klicke ich mal an. Und ich werde mit den kleinsten arbeiten. Kurz gucken, ob das die ist. 8,9 cm mal 12,4 cm, genau die. Und dann sage ich hier anpassen. Was ich jetzt hier habe, ist ein Rahmen. Und der Rahmen ist auf Stift gesetzt. Da wir ja aber neu die Möglichkeit haben, Hilfslinien anzuzeigen, ändere ich das auf Hilfslinie. So. Jetzt weiß ich in diesem Bereich drin, weil die Aufklebekarte für hinten, die man da reinklebt, die ist kleiner als die ganze Karte. Von dem her ist das quasi hier so die Hilfslinie. Und jetzt gehe ich zu den Designs und jetzt sage ich Cutaway Card.
Und hier seht ihr jetzt, dass ihr ganz viele Möglichkeiten habt für eben diese Cutaway Card. Und da habt ihr auch die Kombination von Cutaway und Stift. Das hier finde ich sehr cool. Ich suche jetzt einfach mal 4 Karten raus. Ich habe jetzt mal 4 ausgewählt und da habe ich natürlich von den Designs geguckt, dass das die rechteckigen sind und nicht die quadratischen. Dann kann ich hier Sachen zur Leinwand hinzufügen. Können wir das hier noch ein bisschen besser organisieren. Und zwar brauche ich von dem 4 kopieren. Ich habe hier eins erwischt, was quadratisch ist. Das nehme ich nicht. Somit mache ich hier einfach 3 Karten. Und was ich jetzt drauf gucke, dass ich eben die Größe von den Elementen so anpasse, dass das innerhalb vom inneren Quadrat, von diesem inneren Quadrat hier zu liegen kommt, nicht größer ist als das. Wenn das der Fall ist, kann ich das markieren, zentriert ausrichten. Now I know why I never worked out before. Bei den beiden passt es einigermaßen. Hier merke ich gerade, dass ich eigentlich zu viel Platz zur Verfügung habe und deshalb schreibe ich hier noch was rein. Und dann ändere ich die Schrift natürlich in etwas, was eine Schreibschrift ist. Ich finde die eigentlich ganz witzig. Und jetzt haben wir hier verschiedene Farben. Und wenn ich das jetzt herstellen würde, können wir mal gucken, was passiert. Ich muss kurz das hier auf Stift. Passt. Wunderbar. Gehe auf Herstellen. Jetzt sage ich für gefalzte Karten weiter. Und jetzt verteilt es das irgendwie, ne? Das heißt, ich habe hier eine plus dann die anderen Karten, ne, eine hier und eine hier. Und da sage ich jetzt abbrechen, also ich könnte die jetzt einzeln verschieben, will ich aber eigentlich gar nicht, sondern ich ändere jetzt so ein bisschen was an den Farben. Das heißt, überall wo Stift steht, ändere ich das auf schwarz, Fine Point. Ihr könnt es in den Farben lassen, dann müsst ihr auf den Stift ändern, aber ich will bei mir überall den schwarzen Stift haben. Oder habe ich es hier auch schon? Ja. Wunderbar. Und bei den Farben, ne, hier ist es der einfache Schnitt. Das ändere ich auch in eine bestimmte Farbe. Ich nehme jetzt hier überall dieses Braun. Auch bei der blauen Karte nehme ich dieses Braun. Dann habe ich nämlich alles quasi auf einer Karte. Und hier hänge ich noch die Schrift mit dieser Schrift hier. Die verbinde ich. Upsi, falsch. Machen wir es. Hier ist der Cupcake. Diese Schrift und diese Schrift, die verbinden wir. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Jetzt ist alles auf einer Matte, was wunderbar passt. Jetzt können wir da noch kurz ein bisschen reinzoomen. Und dann könnt ihr da wirklich das auch noch ein bisschen verschieben, damit es wirklich schön in der Mitte ist. Natürlich sicherstellen, dass ihr die richtige Kartengröße habt. Bei mir ist es hier gerade die richtige. Was ihr hier nicht mehr machen könnt, ist die Größe des Designs anpassen, sondern nur, wo ihr das platziert. Und ihr könntet auch hier das Ganze natürlich auch verschieben, ne? Also von der Matte hier rüber. Und jetzt kann ich schon sagen, weiter.
Dann gehe ich auch wieder auf alle Materialien durchstöbern, sage Farbkarton und diesmal nehme ich hier Klebekarte und Rückseite, eine Cutaway Card. Den verwende ich oder diese Einstellung verwende ich. Auch hier wieder Werkzeug und Material laden, Stift zuerst, Feinklinge und dann Matte laden. Und hier sagt es euch auch wieder, dass die Rädchen in der Mitte der Karte sein müssen oder der Matte sein müssen. Diesmal nehme ich eben diese Cutaway Cards und da brauche ich 3 Umschläge. Dann hat es die in 3 Farben, rosa, hellblau und mintgrün. Und dann haben wir hier eben genau diese Karten, die man draufklebt. Da brauche ich auch 3 Stück. Die müssen wir jetzt vorbereiten. Und zwar nehmt ihr die eine Karte, das ist die Vorderseite, das klappe ich auf und hier habt ihr ein Klebepapier. Das könnt ihr ablösen und dann mit der schönen Seite nach unten. Das heißt, euch guckt das Weiße an. Das klebt ihr jetzt hier schön mittig drauf. Was nicht passieren sollte, dass ihr das über die Falzkante klebt hier, ne? Da soll es nicht drüber gehen. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr einfach mal ein Teil runterlegen, dann die Karte einfach hier drauflegen, schön ausrichten und dann den Rest abziehen. Da geht es noch ein bisschen einfacher. So, und dann kommen die Karten hier auch wieder drauf. Jetzt könnt ihr euch natürlich noch entscheiden, was ihr mit welcher Farbe schneiden wollt. Und hier auch wieder drauf gucken, dass ihr hier schön mit der Kante abschließt und das oben auch abschließt. Und dann seht ihr auch, dass sie hier mit eben diesem 10 mit der 10 abschließt. So, und so kann das auch schon in die Maschine rein. Und natürlich der Stift auch noch rein, sonst wird das nichts mit Schreiben. Und dann kann ich loslegen. Wenn er fertig ist, gibt er die Matte raus, mal entladen. Und jetzt auch die Karten von der Matte lösen. Ich ziehe da jeweils so ein bisschen in diese Richtung, damit ich die nicht verbiege und trotzdem dran ziehen kann. Und jetzt können wir noch das lösen, was zu viel ist. Nur ihr seht, dass es hier geschrieben hat und geschnitten hat. Und jetzt könnt ihr das rauslösen, was es geschnitten hat. Manchmal funktioniert es gut, mit den, dass ihr das einfach mit den Fingernägeln rausnimmt. Ich mache das gerne mit dem Bleistift, wo ich vorne eine Nadel reingemacht habe. Es geht einfach nur darum, dass ihr das ein bisschen anhebt, aber nicht unten quasi das darunterliegende verkratzt. Was einfacher gesagt ist als gemacht.
geht doch besser mit dem Entgitterungshaken von Cricut. Das andere war fast ein bisschen zu scharf. Das heißt, ich gehe ein bisschen drunter, dann drücke ich aber nach oben gegen das Papier und nicht unten auf den Karton. Und wenn ich es fassen kann, dann ziehe ich einfach dran. So, ich muss zugeben, das ist jetzt eher was für Geduldsmenschen und das von wegen keine Kratzer hinterlassen war auch gar nicht mal so einfach, weil teilweise hat sich zwar die oberste Schicht gelöst, aber ein Teil des Papiers war trotzdem noch drauf und dann musste man das so ein bisschen, nicht jetzt mit der Spitze, sondern so mit dem geraden Bereich abkratzen, damit es da runterkommt. Also ja, also vielleicht, wenn ihr auch nicht so ein Geduldsmensch seid wie ich, dann nehmt vielleicht nicht ganz so filigrane Designs, aber sie sehen natürlich schon cool aus, ne? Und das Schöne ist halt jetzt bei dem Design, seht ihr jetzt hier bei der Schrift zum Beispiel, dass ihr eben keine Stencil-Schrift braucht oder keine Schablonenschrift braucht, weil diese Teile an dieser Innenkarte quasi dran kleben. Deshalb kommt die auch nicht raus und deshalb funktioniert dann so ein Design. Sind schon ganz süß. Aber man muss halt einfach die Geduld haben, die einzelnen Teile hier rauszulösen, ne? Das war die zweite Variante von Karten. Und was ich euch auch nicht gesagt habe, das waren jetzt verschiedene Designs. Beim ersten hatten wir ja die gleichen Designs auf in drei Karten, wo wir einfach gesagt haben, es sind 3 Projekte quasi und es so die Matten gefüllt hat. Und bei dem haben wir ja 3 Designs auf die Matte rübergenommen und das funktioniert nur, wenn ihr dieselbe Kartengröße habt. Also ihr könntet jetzt hier nicht mit der R10, R20 und S40 eine Karte auf derselben Matte machen. Es geht pro Matte nur eine Kartengröße. Ne? Das könnt ihr auch nicht anpassen. Also da müsst ihr wirklich euch auf eine Größe festlegen und dann könnt ihr mehrere Karten damit machen. Und jetzt gucken wir noch die dritte Variante an. Wenn ihr das Design für ein anderes Mal verwenden wollt, natürlich speichern nicht vergessen. Und ich gebe da ein die R10, damit ich die Größe weiß, dann Cutaway, damit ich weiß, dass das Cutaway-Karten sind und dann sage ich hier einfach diverse und sage speichern. Jetzt mache ich ein neues Projekt und da gehe ich jetzt mal in die Designs rein. Dann nehmen wir hier vom Typ her Karten und da nehme ich, also mir spielt das Bild jetzt per se gar keine Rolle, sondern ich wähle jetzt einfach mal das aus, weil mir hier der Ausschnitt gefällt. Nehmen wir das und sage zur Leinwand hinzufügen. Und da gehe ich jetzt hin und löse die quasi auf. Das heißt, hier den Stift, das lösche ich und der einfache Schnitt, da gehe ich noch weiter rein bei Kontur und nehme die beiden Hörner weg und den Schriftzug, so dass ich wirklich nur noch die Ecken habe. So, jetzt definiere ich hier kurz die Kartengröße. Dann nehme ich einfach ein Viereck und meine Kartengröße ist bei der R40 sind das 12,1 cm auf 16,8 cm. Da sage ich nicht einfacher Schnitt, sondern Hilfslinie. Dann weiß ich, so groß ist die Karte selber. Und das hier sollte eigentlich so groß sein wie die Insert-Karten. Ich habe da einfach kurz eine aus dem Paket rausgenommen und messe mir das ab. Das sind 11,5 cm in der Breite.
und in der Höhe sind 16,3. Und ich habe wirklich großzügig gemessen, damit die Insertkarte dann wirklich auch Platz hat. So. Jetzt mitte ich das noch kurz aus. Et voilà. Das ist schon mal die Basis. Und jetzt gehe ich bei den Designs rein und gucke noch, was ich da einfügen möchte. Und zwar hätte ich gerne eine Silhouette. Weil es ist ja eine Einlegekarte und da muss ja das, was wir ausschneiden, muss an einem Teil dran liegen. Das heißt, hier, das wird jetzt mit den Blättern hier nicht funktionieren. Sollte wirklich was sein, was keine Leerräume hat. Da habe ich hier mal diesen Blumentopf. Und dann wähle ich noch einen Spruch mit Blumen. Da habe ich hier diesen Spruch gefunden und den muss ich noch ein bisschen auseinander pflücken über die Kontur, weil ich will nur den Spruch und nicht die Blumen. So, das ist mein Design, was ich haben will. Sehr schlicht, ich weiß, aber mir gefällt's. Gut. Das heißt, das hier ist Schneiden, die hier, die Ecken hier, die sind auch Schneiden, machen wir auch auf Schwarz. Und der Spruch, sage ich, das ist Folie. Und zwar machen wir das stark. Da gucken wir mal, wie das rauskommt, ob das wirklich gut aussieht oder nicht. Und jetzt müssen wir das Ganze noch verbinden, damit es dann alles da bleibt, wo es bleiben soll. So, jetzt zum Herstellen mache ich die Hilfslinien aus und sage Herstellen. Jetzt springt er mir direkt auf die 30,5 x 30,5 Matte. Das will ich aber nicht. Ich will die Kartenmatte. Das heißt sehr wahrscheinlich, mein Design ist ein bisschen zu groß. Jetzt machen wir mal, probieren wir es mit 11,4 anstatt 11,5. Ja, hat auch schon gereicht. Das heißt, ich kann hier die Kartenmatte auswählen, sagen weiter. Und jetzt habe ich das alles auf einer Matte. Das heißt, zuerst wird es folieren und dann wird der einfache Schnitt kommen. Gehen wir auf weiter. Da gehe ich wieder auf alle Materialien, sage Farbkarton und da nehme ich Insert Card wieder, diesen Cardstock, sage fertig. Und der sagt auch wieder von wegen, na, ich soll die Rollen in die Mitte machen. Dann, dass ich das Folientransferwerkzeug einsetzen soll, die Folie auf dem Grundmaterial befestigen und dann die Matte laden. Genau das machen wir. Schön oben anliegend und ganz durchschieben, runterlegen. Und jetzt mache ich hier drüben die Folie drauf, weil ich nicht will, dass ich irgendwo Gefahr laufe, dass ich jetzt, wenn ich arbeite, diese Folie irgendwie hier drauf geht. Weil die kriegt hier praktisch nicht mehr runter. Mir ist das mal bei der Cricut Joy passiert. Die klebt heute noch drauf, ne? Also das kriegt die nicht mehr runter. Von dem her decke ich das sicherheitshalber einfach kurz so ein bisschen ab, damit da keine Folie drauf geht. Und jetzt hat es Gold- oder Silberfolie und ich glaube, ich nehme die Silberfolie. Nur ein Blatt. Und dann habt ihr hinten drin auch noch die Kleber. Und ihr seht, ne, die wäre jetzt hier schon wieder auf der Klebeseite drauf. Also ist gut, habe ich das abgedeckt, als ob ich es gewusst hätte. Jetzt mache ich diese Folie wirklich gut hier drauf fest. Das heißt, ich spanne die quasi zwischen meine Finger
und hole die und lege die darunter, wo ich sie haben will. Unten mache ich dasselbe. Das heißt, ich lege sie runter und dann ziehe ich quasi von der Mitte aus, ziehe ich die so ein bisschen runter. Dass die wirklich schön gespannt hier drauf ist, und das mache ich auch auf den Seiten. Ihr seht gar nicht alles, ne? So dass die wirklich schön gespannt hier drauf liegt. Dann brauche ich hier die Dreierspitze. Die kommt in die B-Klemme rein. Gucken, dass die schön anliegt, ne, dass die unten liegt. Und dann kann ich die Matte schon laden. Und auf Start drücken. Und jetzt foliert er quasi alles, wo ich auf Folieren gesetzt hatte. Jetzt die Matte nicht rausnehmen, sondern nur die Folie ablösen. Ich hatte bei mir jetzt, ich war mit dem Kleber, bin ich zu weit reingegangen, von dem her war jetzt nicht so geschickt, aber nun ja. Ist so, weil ist so. Aber es hat trotzdem funktioniert. Den Rest, also ihr müsst es nicht wegschmeißen, ne? Diese Teile könnt ihr immer noch verwenden. Jetzt kommt natürlich das Messer rein wieder. Und dann kann ich sagen, los. Wenn ihr fertig ist, könnt ihr die Matte rausnehmen. Jetzt natürlich auch wieder vorsichtig von der Matte lösen. Dann immer die Matte wieder abdecken, wenn ihr sie nicht mehr braucht. So hoffe ich, das funktioniert von der Größe her. Hat tatsächlich funktioniert. Und was ich jeweils mache bei den folierten Karten, ich nehme einfach ein Mikrofasertuch, gehe hier kurz so ein bisschen drüber, weil dann sind die ganzen Reste, könnt ihr so wunderbar wegputzen. Aber ihr seht, ne, meine eigens kreierte kleine Karte mit der Insert-Karte. Das heißt, ihr könnt einfach ein bestehendes Design nehmen, das dann so anpassen und da quasi eigentlich das so gestalten. Das könnt ihr nicht nur jetzt mit dem Folieren machen oder mit dieser Größe der Karte, sondern das könnt ihr individuell so anpassen, ne, dass ihr da wirklich auch eure eigenen Designs machen könnt. Und das war das, was ich euch zeigen wollte, nämlich, ne, wie ihr mit der Matte arbeiten könnt, wie ihr eben vorgefertigte Projekte verwenden könnt, wie ihr verschiedene Designs aus den Designvorlagen rausnehmen könnt, damit arbeiten könnt, damit ihr auch mehrere verschiedene Karten machen könnt, oder wie ihr dann komplett euer eigenes Design machen könnt, so dass ihr das dann auch wieder mit dieser Matte schneiden könnt. Und eben, was ich auch zeigen wollte, waren einerseits die quadratischen Insert-Karten, ne, die es im Paket gibt von Cricut, die Cutaway-Karten, die es eben auch im Paket von Cricut gibt, und dann das Foiling-Paket mit den Insert-Karten auch von Cricut.
Ich hoffe, das hat euch geholfen und hat eure Fragen, die ihr schon hattet, beantwortet und ihr habt Lust, das Ganze auch auszuprobieren. Und natürlich hoffe ich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Maybe